Name ist Anna Ford und ich lebe für ein Jahr in Albanien. Ein Viertel meiner Zeit in der Hauptstadt Tirana ist schon um. Albanien ist einfach ein wunderschönes Land und ich kann jedem empfehlen, auch einmal herzukommen und sich das Land anzuschauen. Ich wohne mit meiner Mitfreiwilligen Rebecca in einer Wohnung in Tirana und bin einfach nur froh, diesem Projekt Adra Albania zugeteilt worden zu sein. Albanien ist umgeben von Montenegro, Kosovo, Mazedonien, Griechenland und einer 362 Kilometer langen Küste. Mit 28.748 Quadratkilometern ist Albanien nur ein Zwölftel so groß wie Deutschland. Ich wohne, wie schon gesagt, in der Hauptstadt Tirana. Von Montag bis Donnerstag arbeite ich im Adra-Büro und freitags gehe ich in den Adra-Kindergarten. Dort singe ich mit den albanischen Kindern englische Lieder, was sich ungefähr so anhört. Der größte Teil dieser Organisation spielt sich im Büro ab. Ich habe nie damit gerechnet, dass alleine eine Zusatzklasse zu unterrichten so viel Papierkram hinter sich herschleppt. Deswegen arbeiten wir morgens, bevor wir in die Projekte fahren, zum Beispiel an Berichten oder Übersetzungen. Da Rebecca und ich nun mal die Freiwilligen sind, bekommen wir auch die Depperl-Arbeit ab. Und so habe ich bestimmt schon Hunderte an Seiten gescannt oder kopiert. Oft muss ich auch Texte vom Deutschen ins Englische übersetzen, da wir mit Adra Deutschland zusammenarbeiten. Als Freiwillige sind wir für die sozialen Medien zuständig. Deswegen bearbeite ich Bilder oder schneide oft Filme. Und hier seht ihr einen Ausschnitt meines ersten Films. Jetzt habt ihr schon einen guten Überblick, was ich alles im Adra-Büro mache. Der interessante Teil ist natürlich die Arbeit mit der Roma-Gesellschaft. Adra Albanien unterstützt 3 verschiedene Projekte, die ich euch nun einmal kurz vorstellen will. Das erste ist in Fushë-Kruje, das etwa 20 Kilometer entfernt vom Adra-Büro ist. Die dort lebenden Roma leben am Rande der Gesellschaft in einem Ghetto zusammen. Das Ziel des Projektes ist es, die Zigeuner mehr in die Gesellschaft zu integrieren. Dabei spielt Bildung eine große Rolle. Deswegen hilft Adra Albania den Eltern und Kindern, Lesen, Schreiben und Rechnen beizubringen. Das zweite Projekt nennt sich Return to Thrive, was so viel bedeutet wie zurück zu den Wurzeln. Dies beschäftigt sich mit Zigeunern, die aus europäischen Ländern zurückgekehrt sind. Da Albanien seit 2015 als sicheres Herkunftsland gilt, werden Albaner meist abgeschoben und stehen hier mit nichts da. Darunter befinden sich auch Zigeuner. Adra Albania hilft ihnen, lesen und schreiben zu lernen und eine neue Arbeit zu finden. Dabei ist es natürlich auch ganz wichtig, sie wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Das dritte Projekt Children Empowerment hilft Schulkindern in Tirana und Fushë-Kruje durch Zusatzklassen mit dem Lernstoff aufzuholen und entlastet die Lehrer. Wie ihr schon gemerkt habt, liegt das Augenmerk von Adra Albania auf der Zigeunergesellschaft.
Deshalb will ich euch nun erklären, was es bedeutet, Zigeuner zu sein. Die Zigeunergesellschaft in Tirana lebt in kleinen Hütten, die nicht mal ein richtiges Dach haben. Auf diesem Bild könnt ihr hier sehen, wie eine Familie sich ein Haus zusammengeschustert hat. Das Dach besteht aus einer Decke oder Plane und darunter lebt eine ganze Familie. Es gibt nicht genug Schlafmöglichkeiten für alle, sodass die Kinder auch oft auf dem Boden schlafen müssen. Gekocht wird auf einem kleinen Ofen. Die einzige Waschmöglichkeit besteht aus einem Wasserschlauch, der einfach so auf dem Hof rumliegt. Als nachgefragt wurde, wo die Toilette ist, wurde nur hinter die Mauer gezeigt. Okay, und nun zu dem, wofür die Zigeunergesellschaft wohl auch eher bekannt ist. Mit 12 bis 13 Jahren gelten Kinder in der Zigeunergesellschaft schon als erwachsen. Das bedeutet, dass sie mit dem Alter verlobt und verheiratet werden. Mit ca. 15 Jahren, das ist dann das Alter, wo sie ihr erstes Kind bekommen, gehen sie auch aus der Schule raus. Mädchen bleiben nur noch zu Hause, um sich um den Haushalt und die Kinder zu kümmern, und die Jungs fangen an zu arbeiten. Auf der Suche nach Plastikflaschen durchwühlen sie hunderte von Müllcontainern und stoßen dabei auch auf Klamotten, die sie dann entweder selber anziehen oder waschen und zum Verkauf vorbereiten. Damit sie mit Plastikflaschen Geld verdienen, müssen sie ca. 1 Tonne an Plastikflaschen sammeln, und dafür benötigen sie ca. 2 Monate. Für diese 1 Tonne an Plastikflaschen bekommen sie dann 300.000 Lek. Hört sich jetzt erstmal viel an, aber das sind nur 244 €. Und diesen Betrag müssen sie in den ganzen Familien verteilen. Ich finde die Lebenssituation der Zigeuner einfach unfassbar und bin froh, hier zu sein, um ihnen zu helfen. Ich bin wirklich so glücklich, dass Adria Deutschland mir ermöglicht hat, hier in Albanien zu sein. Dies ist aber auch nur möglich, weil Freiwillige im Jahr vor mir Geld gesammelt haben, damit ich ins Ausland kann. Ich wünschte, es wäre für jeden möglich, ein Jahr im Ausland zu machen. Es ist einfach eine Erfahrung wert, in ein anderes Land zu ziehen, wo es einem nicht so gut geht wie in Deutschland. Hautnah zu erfahren, in welchen Umständen manche Menschen leben, ist wirklich ergreifend. Ein weiterer Grund, warum ich es wirklich jedem empfehle, ein Auslandsjahr zu machen, ist es, dass man Menschen helfen kann und trotzdem immer noch die Unterstützung des Adria-Teams aus Deutschland hat. Das heißt, wenn irgendetwas los sein sollte, man hat die Unterstützung, man fühlt sich nicht alleine, auch wenn man in einem fremden Land ist. Nun ist es mir natürlich klar, dass nicht jeder ein Jahr seines Lebens spenden kann. Genau deswegen habt ihr die Möglichkeit, durch eine Spende Jugendlichen zu helfen, die genau dies vorhaben. Ich bedanke mich nun, dass ihr meinem Video zugeschaut habt. Und denkt dran, jede Spende hilft Jugendlichen aus Deutschland ins Ausland zu gehen, um vor Ort Hilfe zu leisten.